Verfassungswidrig gab es jahrelang eine überjährige Nutzung und eine Zweckentfremdung der Corona-Notschulden für Klima und Transformation, national und über die EU. Die deutschen Mittel für die große Welttransformation, die hier immer wieder beschworen wird, stammen also seit 4 Jahren zu großen Teilen aus der Corona-Verschuldung und basieren auf der großen Corona-Lüge. Hey Leute, willkommen zurück. Peter Böhringer rechnet gnadenlos ab. In seiner Rede enthüllt er, wie die Ampelkoalition den Haushalt auf einem Fundament aus Lügen aufbaut. Von der Corona-Schuldenfalle bis zu den unrealistischen Haushaltsplänen für 2025. Hier wird nix und niemand verschont. Bereit für die Abrechnung? Dann schaut euch an, wie Lindner und Co. jetzt das große Zittern kriegen können. Los geht's! Frau Präsidentin, eines muss man vor die Klammer dieser Beratung des Haushalts 25 ziehen. Die Protokollveröffentlichungen des RKI werfen ein völlig neues Licht auf die Corona-Sonderverschuldung, die alle Bundeshaushalte seit 2020 durch einen langen haushalterischen Notstand gerettet hat. Denn diese Verschuldung basierte auf Betrug. Trust the Science war bei Corona eine Lüge. Wir wissen heute, dass es für die allermeisten Maßnahmen keine wissenschaftlichen Gründe gab. Das RKI leitete die Corona-Entscheidungen nicht, sondern wurde von seiner Oberbehörde, die durch Abwesenheit glänzt, ministerial, politisch genötigt. Das RKI wusste intern, Lockdowns bringen nichts. Es gab nie eine Pandemie der Ungeimpften, und auch der Autor dieses Zitats glänzt durch Abwesenheit. Trotzdem wurde über die behauptete epidemiologische Notlage auch die haushalterische Notsituation begründet, in 4, 5 Haushalten und mehreren Nachtragshaushalten. Milliardenteuer wurden Masken beschafft und später wieder vernichtet. Impfungen führten zu keinem Fremdschutz, und die Gentherapie erbrachte auch kaum einen Eigenschutz, wohl aber hohe Nebenwirkungsrisiken für Gesundheit und Leben. Die Politik folgte nicht der Wissenschaft, behauptete aber genau dieses. Das Medizinische muss an anderer Stelle aufgearbeitet werden, nicht zwingend heute. Doch dieses üble Betrugsspiel brachte den Merkel-, Spahn- und den Scholz-Lauterbach-Regierungen auch viele Milliarden Euro in die Kassen, ohne die kein Haushalt seit 2020 aufgegangen wäre. Verfassungswidrig gab es jahrelang eine überjährige Nutzung und eine Zweckentfremdung der Corona-Notschulden für Klima und Transformation, national und über die EU. Die deutschen Mittel für die große Welttransformation, die hier immer wieder beschworen wird, stammen also seit 4 Jahren zu großen Teilen aus der Corona-Verschuldung und basieren auf der großen Corona-Lüge. Das RKI war intern gegen eine dramatisierende, nicht faktenbasierte Kommunikation. Das Lauterbach-Ministerium forderte faktenwidrig aber genau diese. Viele Milliarden an Schäden wären von den Menschen, dem Haushalt und der Gesellschaft ferngehalten worden, wenn sie wirklich die Wissenschaft hätten arbeiten lassen, anstatt sie zu bevormunden. Das, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, musste vor die Klammer unserer heutigen Haushaltsberatungen, denn alle Haushalte seit 2020 waren auf Lügen und pseudowissenschaftlicher Hybris aufgebaut. Ebenso übrigens viele Gerichtsurteile zu Corona. Verfassungsrechtler Böhme-Nessler hat sie eben bezeichnet im Lichte der RKI-Files als Fehlurteile. Denn das RKI war kein unabhängiger Sachverständiger. Und das heißt, das Verfassungsgericht und alle Gerichte wurden an dieser Stelle hinter die Fichte geführt. So, und nun zum Haushalt 25. Die Ministerien müssen enorme 12 Milliarden Euro an völlig ungeklärten globalen Minderausgaben liefern. Wir haben es schon gehört. Der Haushalt ist also sogar ganz offiziell noch gar nicht durchfinanziert, was direkt dem Gebot des Artikels 110 Grundgesetz nach ausgeglichenen Einnahmen und Ausgaben zuwiderläuft. Doch das ist, und wir haben es andeutungsweise eben schon gehört, nur die Spitze des Eisbergs. Das Problem der Ampel ist viel größer als offiziell berichtet. Denn zusätzlich gibt es in fast allen Einzelplänen und im KTF auch noch lokale GMA-Anforderungen. Nach unserer Rechnung summieren sich diese auf über 27 Milliarden. Das ist also noch mal höher als das, was Kollege Mittelberg eben ausgerechnet hat. 27 Milliarden zusätzlich, insgesamt dann 39 Milliarden GMAs in diesem Regierungsentwurf.
Und Herr Minister Lindner, die Staatspraxis der letzten Jahre, wir haben es mal angeschaut, war hier etwa 3 bis 8 Milliarden. Und Sie machen in diesem Jahr 27 Milliarden draus in diesen Einzelplan GMAs. Das ist unseriös und wird auch nie im Leben im parlamentarischen Prozess hier aufgeholt werden. Unter diesen Minderausgaben ist 1 Milliarde im Etat der Bundeswehr. Das ist unrealistisch. Man versucht ja verzweifelt Geld für die Verlängerung des Ukraine-Kriegs, ein Krieg, der nicht der unsere ist, auch wenn es hier immer wieder beschworen wird. Oder im KTF 9 Milliarden € Minderausgabe ohne jede für uns nachvollziehbare Planung. Und bei den Zinsausgaben ebenfalls sehr unrealistisch 1,5 Milliarden € Minderausgaben. Woher soll das denn kommen? Das wird vom Kapitalmarkt diktiert. Die Verwaltung kann diese Einsparungen nicht schaffen, wenn schon die globale GMA viel zu hoch angesetzt ist. Und Sie wissen das. Die Regierung weiß das, der Finanzminister weiß es. Und damit ist es unseriös, Milliardenausgaben systematisch unterzuveranschlagen. Dabei widerlegt die Realität doch heute schon ständig die teilweise lächerlichen Annahmen. Etwa die von Minister Heil, der ebenfalls durch Abwesenheit glänzt. Beim Bürgergeld wird dank der rechtsvergessenen Zuwanderungs- und Sozialpolitik für alle Welt viel mehr Geld benötigt. Budgetiert werden aber tatsächlich für 25 5,5 Milliarden weniger als 24. Das sind zwar immer noch wahnsinnige 45 Milliarden, aber es wird leider nicht reichen. Einen Job-Turbo-Effekt, Zitat Herr Heil, hat das leistungslose Migrantengrundeinkommen entgegen den Dauerbeschwörungen von Minister Heil auch nicht. Ganz im Gegenteil. Über 60% der Bürgergeldbezieher haben Migrationshintergrund. Sogar der Finanzminister selbst spricht von einem gescheiterten Konstrukt. Konsequenzen zieht die FDP aber wie immer keine. Bei der Deutschen Bahn sehen wir wilde Eigenkapital- und Darlehenskonstruktion, nur damit diese angeblich investive Verschuldung an der Schuldenbremse vorbeilaufen kann. Ein reiner Trick. Weiterhin arbeitet die Regierung und eben auch hier wieder der Finanzminister mit Wachstumserwartungen, die völlig von der Realität entfernt sind. Die aktuelle Wahrheit im Juli ist, Herr Minister, minus 7,9% Steuereinnahmen gegenüber dem Vorjahresmonat. Und das ist die nominale Zahl. Real schrumpfen wir gesamthaft in den Steuern mit 10% pro Jahr. Das ist der aktuelle Zustand. Allen Ernstes spekuliert die Ampel für 25 trotzdem auf Steuermehreinnahmen in Höhe von 14 Milliarden €, die wundersamerweise irgendwie über dieses Wachstumspaket generiert werden sollen. Und im KTF werden noch zusätzlich mal eben 3 Milliarden € generiert. Völlig unklar, das sind reine Luftbuchungen. Und aktuell holt die Regierung die Realität ein. Man gönnt sich noch 2024 11 Milliarden € an Zusatzschuldgeld wegen der sich schnell verschlechternden Konjunktur. Seriös ist das nicht. Und es wurde noch nicht einmal angesprochen, dieser ganze Nachtragshaushalt, der ja heute eigentlich mitdebattiert wird. Wir werden im Zuge der nun beginnenden Beratungen noch viel mehr aufdecken. Sie laufen vorsätzlich in eine Budgetlücke im Haushaltsvollzug 25 hinein. Doch Ihr Motto ist: nach uns die Sintflut. Die Mittel müssen nur noch irgendwie bis zur Bundestagswahl reichen. Denn es ist ja der letzte Ampelhaushalt, im wahren Wortsinne der letzte. Vielen Dank. Als Nächster hat das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Sven Christian Kindler.